Hallo zusammen, ich bin Jan und ich bin seit ungefähr 4 Monaten Tutor auf Preply.com. Ich habe dort mittlerweile fast 400 Unterrichtsstunden gegeben und vor kurzem hatte ich einen sehr unangenehmen Moment, der mich dazu inspiriert hat, dieses Video hier zu machen. Ich habe mit einem Schüler einen Einstufungstest für das Level B2 gemacht. Relativ anspruchsvoll, aber für einen Muttersprachler natürlich eigentlich kein Problem. Nur habe ich dann auch versucht, die Fragen zu beantworten und am Ende war eine Frage falsch. Und ich wusste einfach nicht, wo der Fehler war. Ich weiß bis heute nicht, was falsch war. Und irgendwie hat das meinen Stolz schon sehr verletzt. Und deswegen musste ich natürlich, um meine Ehre irgendwie wiederherzustellen, mir was überlegen und habe gedacht, okay, mach schnell einen C2-Test, um dich wieder gut zu fühlen. 86%. Also ging es mir danach eigentlich noch schlechter. Ich weiß, ich bin nicht perfekt und niemand ist das, aber von einem Deutschlehrer, der nicht perfekt Deutsch kann, das tut schon weh. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich stelle mich jetzt der ultimativen Challenge und ich nenne sie die Native Challenge. Stufe 1, der Einbürgerungstest. Ich werde mich dem Test stellen, den alle Ausländer machen müssen, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen wollen. Oder ich eben meinen deutschen Pass behalten möchte. Stufe 2, der C2-Einstufungstest. Ich werde meinem Erzfeind gegenübertreten und nochmal versuchen, einen C2-Einstufungstest zu machen, um zu schauen, ob ich auch wirklich dieses Level verdient habe. Stufe 3, eine komplette C2-Prüfung. Ich werde eine komplette Prüfung machen für das Level C2, inklusive allem, was dazugehört. Und am Ende werde ich dann sehen, ob ich mich zu Recht Deutschlehrer nennen darf. Oder ob ich ab jetzt einfach traurig in einer Ecke sitzen werde. Kurzer Disclaimer, es geht um Spaß, also nicht darum anzugeben, wie toll ich meine Muttersprache beherrsche oder mich hier einfach nur zum Affen zu machen, sondern ich möchte zeigen, dass niemand perfekt ist und auch den Schülern da draußen so ein bisschen Mut machen. Okay, auch eure Lehrer sind nicht perfekt, auch wenn sie immer so perfekt aussehen. Vielleicht kann ich auch ein paar andere Leute inspirieren, diese Challenge selbst zu machen oder die Schüler da draußen können ihre Lehrer herausfordern. Es geht hier einfach nur um Spaß und die Freude an Sprachen und dass wir ein bisschen gemeinsam über uns lachen können. So, da wären wir. Also es gibt eine große Vielzahl an Einbürgerungstests, die man online so machen kann. Ich bin jetzt einfach hier auf der Seite einbürgerungstest.biz. Hier kann man sich dann aussuchen, in welchem Bundesland man seinen Test machen möchte. Ich komme ja eigentlich aus Baden-Württemberg, da ich jetzt aber im wunderschönen Bayern lebe, werde ich natürlich den Test für Bayern machen, äh, damit ich auch mit Stolz sagen kann, ich bin ein Bürger, ein rechtmäßiger Bürger dieses Freistaats. So, der Test besteht immer aus 33 Fragen. Wir haben 3 Themengebiete: Leben in der Demokratie, Geschichte und Verantwortung und Mensch und Gesellschaft. Besonders Angst habe ich vor dem Punkt Geschichte, aber wird schon passen. Jeweils 3 Testfragen sind immer zu dem spezifischen Land, also in meinem Fall dann Bayern. Und ansonsten unterscheiden sich die Tests nicht großartig. Also, wir haben 1 Stunde Zeit. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Okay, Frage 1. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin? Da geht's schon los. Die Bundesversammlung, der Bundesrat, das Bundesparlament oder das Bundesverfassungsgericht? Ich schließe das Bundesparlament und das Bundesverfassungsgericht aus. Ich glaube, es ist der Bundesrat. Wow, super Start. Okay. Wir haben Frage 2. Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Große Unternehmen, kleine Unternehmen, Selbstständige, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag? Gibt es auch Fragen, die nichts mit Wahlen zu tun haben, die machen mich ein bisschen nervös. Aber in diesem Fall ist es relativ einfach, denn das ist das Volk selbst.
Also ich, du und alle, die diesen Test bestanden haben. Was bedeutet Rechtsstaat? Okay, der Staat hat Recht. Es gibt nur rechte Parteien, zum Glück nicht. Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze. Der Staat muss die Gesetze einhalten. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was bedeutet Rechtsstaat? Ich würde sagen, der Staat muss die Gesetze einhalten und wir können darauf vertrauen, dass die auch eingehalten werden. Denke ich. Bei welchen Demonstrationen in Deutschland riefen die Menschen, wir sind das Volk? Das waren ganz klar die Montagsdemonstration 1989 in der DDR. Wann war in der Bundesrepublik Deutschland das Wirtschaftswunder? Nicht in den 40ern, da war Krieg. 70er haben alle gekifft. 80er haben alle gesoffen. 50er. Wer berät in Deutschland Personen bei Rechtsfragen und vertritt sie vor Gericht? Ein Rechtsanwalt, ein Richter, ein Schöffe, ein Staatsanwalt. Okay, der Richter richtet, der Staatsanwalt ist dein Feind. Frag mich nicht, was ein Schöffe ist. Also es ist ein Rechtsanwalt. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? Ich hatte doch die gleiche Frage schon mal. Oder nicht? Alle Einwohner, Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten. Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen und die Gerichte machen die Gesetze. Also nicht nur bedeutet der Rechtsstaat, dass der Staat sich an die Gesetze hält, sondern auch alle Einwohner und Einwohnerinnen. Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland? Die Würde des Menschen ist unantastbar, das steht dort. Alle sollen gleich viel Geld haben. Das klingt eher nach anderen Staatsformen, aber okay, jeder Mensch darf seine Meinung sagen, das stimmt, die Meinungsfreiheit ist natürlich auch im Grundgesetz. Und alle sind vor dem Gesetz gleich. Alle. Also, nicht alle sollen gleich viel Geld haben. Schön wär's. So. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln. Okay. Dürfen sie nicht mehr an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen? Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren? Muss der Bundespräsident, die Bundespräsidentin zuvor sein Einverständnis geben? Dürfen die Wähler, Wählerinnen diese Abgeordneten noch einmal wählen? Also ich weiß, es gibt Abgeordnete, die aus ihrer Partei ausgetreten sind und sie durften sitzen bleiben. Dann kann es aber passieren, dass die Regierung ihre Mehrheit verliert. Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik des staatlichen Rassismus, der Meinungsfreiheit, der allgemeinen Religionsfreiheit, der Entwicklung der Demokratie. Natürlich des staatlichen Rassismus. Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR? Okay. Okay, die DDR wurde meines Wissens 1949 gegründet. Wann der Warschauer Pakt war, habe ich gar keine Ahnung. Die Aufstände kamen später, glaube ich. Fidel Castro? Ich glaube, der erste Parteitag. Es hat bestimmt 4 Jahre gedauert, bis die Partei zustande kam. Klingt logisch, mal schauen. Wer wird bei der Europawahl gewählt? Die Europäische Kommission, die Länder, die in die EU eintreten dürfen, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments oder die Europäische Verfassung? Die Kommission wird man berufen, das wird nicht gewählt von den normalen Bürgern. Die Länder sind sowieso in der EU, das entscheidet jemand anderes. Die Verfassung, gibt es eine Europäische Verfassung? Die wird nicht gewählt. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Okay. Die deutschen Gesetze verbieten Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen, Petition der Bürger und Bürgerinnen, auch nicht. Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen, Ungleichbehandlung
durch den Staat. Ungleichbehandlung durch den Staat. Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt? Das ist natürlich das Grundgesetz. Welcher Politiker steht für die Ostverträge? Es gibt zwei Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Politik und Geschichte. Hier ist beides zusammen. Ich glaube Willy Brandt. Wann wurden die Mauer in Berlin für alle geöffnet? 89. 5 Jahre vor meiner Geburt. Ich weiß es trotzdem. Ich weiß es. Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung? Mit Sozialabgaben. Was bedeutet Volkssouveränität? Der König herrscht über das Volk. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung. Die Interessenverbände üben die Souveränität. Die Staatsgewalt gehört vom Volke aus. Volkssouveränität. Geht die Staatsgewalt vom Volk aus, weil das Volk den Staat wählt? Mal schauen. Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland? Normalerweise alle 4 Jahre. Endlich mal was, wo ich mir sicher bin. Ein Richter, eine Richterin gehört in Deutschland zur rechtssprechenden Gewalt, die Judikative. Wer wird als Kanzler der deutschen Einheit bezeichnet? Das war Helmut Kohl. In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen, die Bürger und Bürgerinnen zu zwingen, ihre Stimme abzugeben? Nein. Wenn man sagen kann, ich gehe nicht zur Wahl, dann wird man nicht gezwungen. Nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen? Im Land bestehende Gesetze beizubehalten? Nein. Den Armen mehr Macht geben? Nein. Das ist B. Die Erziehung der Kinder in Deutschland ist vor allem Aufgabe der Eltern. In Deutschland ist ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin das Oberhaupt einer Gemeinde. Welche deutsche Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in 4 Sektoren aufgeteilt? Berlin. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Die gute alte Schweiz natürlich. Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Woran erinnert dieser Tag? Der 27. Januar. Ende des Zweiten Weltkriegs, Verabschiedung des Grundgesetzes, Wiedervereinigung Deutschlands an die Opfer des Nationalsozialismus. Okay, also Wiedervereinigung Deutschlands, nein, das war der 3. Oktober. Das Ende des Zweiten Weltkriegs war im April, glaube ich. Im Januar, das hatte irgendwas mit Nazis zu tun. Ich glaube an die Opfer des Nationalsozialismus. Frau Seeger bekommt ein Kind. Was muss sie tun, um Elterngeld zu erhalten? Sie muss an ihre Krankenkasse schreiben. Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen. Sie muss nichts tun, denn sie bekommt automatisch Elterngeld und sie muss das Arbeitsamt um eine Erlaubnis bitten. Ich habe keine Kinder, also musste ich noch nie Elterngeld beantragen. Ich habe Eltern, die Elterngeld bekommen haben. Ich kenne auch andere, die es bekommen haben. Was haben sie dafür getan? Sie müssen einen Antrag stellen. Man muss in Deutschland für alles einen Antrag stellen. Nichts, also von nichts tun kommt nichts. Die Elterngeldstelle. Wie heißt Deutschland mit vollem Namen? Das ist die BRD, die Bundesrepublik Deutschland. Noch 3 Fragen. Jetzt kommen die Bayern-Fragen. Okay, mal schauen. Welches Wappen gehört zum Freistaat Bayern? Das ist es nicht. Das ist nämlich das schönste Bundesland der Welt. Das ist, glaube ich, Berlin. Keine Ahnung. Und auch wenn man es hier nicht sieht, blau-weiß kariert, das ist natürlich Bayern.
Für wie viele Jahre wird der Landtag in Bayern gewählt? Wählt man den Landtag zusammen mit dem Bundestag? Ich glaube, es sind 5 Jahre beim Landtag. Oh Mann. Das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Welches ist ein Landkreis in Bayern? Prignitz, Rhein-Sieg-Kreis, Nordfriesland, Altötting. Also Nordfriesland nicht, Rhein-Sieg-Kreis nicht, Prignitz klingt nach Ostdeutschland, Altötting habe ich gehört, das könnte in Bayern liegen. Okay, das war Frage 33 von 33. Ich habe 14 Minuten gebraucht, ich hätte mir mehr Zeit lassen können. Ich glaube nicht, dass mir mehr Zeit geholfen hätte, aber schauen wir mal. 17 richtige Antworten brauche ich zur Auswertung. 31? Das habe ich nicht verdient. Also 31 von 33. Ich bin zufrieden. Hat sich mehr nach 10 angefühlt vielleicht. Also, das war jetzt deutlich souveräner, als ich gedacht habe. Teil 1 bestanden. Ich kann weitermachen. Ich behalte meinen deutschen Pass. Ich darf weiterhin in Bayern leben. Ich habe alle 3 Bayern-Fragen richtig beantwortet. Ich bin glücklich. Einfach glücklich. Also, liebe Leute, das war's von meiner Seite. Lasst mich gerne wissen, ob euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Spaß hattet, dann schaut gerne in Teil 2 rein. Lasst mich auch gerne wissen, wie ihr denn bei dem Test so abgeschnitten hättet und ob ihr Lust habt, selbst die Challenge anzunehmen. Ansonsten sehen wir uns dann in Teil 2 und 3 und ich sage so lang Tschüss, bis dahin und auf Wiedersehen.